Herzlich willkommen bei diesem B2B Deep Dive. Wir wollen euch zeigen, welche Möglichkeiten sich durch B2B-Plattformen ergeben und einen Schwerpunkt vor allem auf die Sonderfunktion in diesem Video legen. Das heißt, wir geben einen kleinen Überblick und dafür sind heute Torben und ich gemeinsam hier, um euch einmal hier durchzuführen. Let's go! Bevor wir starten, ist mir einmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, für wen wir eigentlich diese Plattform bauen. Auf der einen Seite geht es natürlich darum, dass die Kunden erreicht werden sollen. Ob das nun Kunden sind, die eher in der Anwendung sind oder ob das Kunden sind, die sonst beispielsweise eher in der Verwaltung sitzen, das ist zu diskutieren, aber die Kundenseite ist in den meisten Fällen ein sehr häufiger User. Unterschätzt wird hingegen der Use Case von der internen Zielgruppe. Und da gibt es aus unserer Erfahrung zwei sehr große Gruppen. Einmal eher diejenigen, die darin arbeiten, die tagtäglich mit dem Kunden auch interagieren. Das sind Leute entweder aus dem Innendienst oder beispielsweise auch Marketing und Sales, die als solches direkt ihre Aktionen umsetzen können. Aber auch teils Leute, die aus den Operations, auch aus dem Außendienst kommen, die so eine Plattform nutzen, um beispielsweise mit dem Kunden direkt arbeiten zu können. Aber darüber hinaus gibt es auch neben der reinen Verwaltung gibt es auch ein wichtiges Element und das ist das Element der Analyse und auch der Steuerung. Und da in vielen Fällen im Rahmen der digitalen Transformation viele Informationen an eine Stelle zusammengeführt werden, bietet sich das auch an, dieses Tool auch aktiv als Management-Entscheidungsgrundlage zu nutzen, denn ich bekomme sehr schnell einen Überblick über die Performance meiner Produkte, über die Performance der einzelnen Kunden und kann mittlerweile auch mit Hilfe von der AI relativ schnell mir meine eigenen meine eigenen Analysen selbstständig erstellen, ohne dass ich dafür beispielsweise die Hilfe eines Datenbankenspezialisten brauche. Aber im Grundsatz geht es immer um drei Themen, warum wir das Ganze machen. Wir machen das auf der einen Seite und jetzt einmal in den Sprung der Kundenperspektive. Wir wollen längere Kundenbeziehungen. Das heißt, wir machen das Ganze, um am Ende die Loyalität zu erhöhen. Auf der anderen Seite ist natürlich ein großes Ziel, in Teilen aktuell fast größer als das Wachstumsziel, ist das Thema der Kostenersparnis, aber natürlich auch genauso Wachstum zu erzielen. Wenn man jetzt sagt, wofür mache ich denn das Ganze? Dann einmal in Zahlen übersetzt. Heutzutage ist eine B2B-Order-Plattform eine Art Business-Standard geworden. Es gehört dazu, dass ich die Zielgruppen von heutzutage, die in den Einkäuferreihen sitzt oder auch auf der Entscheiderseite sitzt, die erwarten, dass sie selbstständig Informationen rund um die Uhr bekommen können. Und so ist es, dass tatsächlich insgesamt Unternehmen, die solche Plattformen einsetzen, 85% Wachstum in der Retention, also in der Erhaltung quasi der Kundenbeziehung haben und vor allem einen riesigen Impact im Thema der Kostenreduktion haben. Das heißt, hier haben wir, wenn man das jetzt beispielsweise mit einem Callcenter vergleicht oder mit einem Innendienst, wo wir typischerweise Kosten von 6 bis 12 Euro haben, eine unglaubliche Reduktion der Kosten, weil das System in dem Sinne eher nur Maintenance im laufenden Betrieb braucht und halt nicht jede einzelne Operations bezahlt braucht. Und das ist natürlich etwas, wo Automatisierung und Skalierung sich ganz besonders auszahlt. Der dritte Punkt ist aber am Ende, und das ist auch ganz wichtig, das nennt sich auch sonst mal übersetzt Joy of Use. Es soll am Ende den Kunden zufrieden machen. Es soll einfach für ihn sein, es soll convenient sein. Und das heißt gar nicht, dass es deshalb in Zukunft so sein wird, dass nur Entscheidungen auf dieser Plattform getroffen werden, sondern dass es eine Begleitung von bestehenden Kaufentscheidungen ist. In diesem Video wollen wir auf 5 spezifische Features eingehen, die wir live auch zeigen. Da springen wir gleich hin und Torben wird uns hier einmal gemeinsam durchführen. Um einmal Überblick zu haben, über was wir sprechen werden, wir wollen über B2B-Features sprechen. Diese B2B-Features, das erste ist das Thema kundenspezifische Preise. Wir wissen, dass die Preisbildung für B2B-Unternehmen sehr häufig sehr komplex ist. Zum Teil gibt es unterschiedliche Kundengruppen, zum Teil gibt es unterschiedliche Margensysteme, zum Teil gibt es irgendwelche Spezialprodukte. Die Preisbildung im B2B ist komplex und hier wollen wir zeigen, wie so etwas funktionieren kann, wie das öffentlich gezeigt wird und wie das am Ende nach einem Login funktioniert. Das zweite Thema ist das Thema Umgang mit Anfragen. In wahrscheinlich über 90% der Unternehmen gelangen die Anfragen auf eigene Standard-Inbox. Relativ unstrukturiert. Ich habe entweder ein normales Formular oder ich habe die info@ meine Domain.de. Und
Und dann wird sich normalerweise jetzt jemand dran machen, um diese Unterlagen auseinander oder die Informationen auseinanderzuziehen. Wir wollen zeigen, wie das Ganze strukturierter passieren kann und direkt in ein Angebot überführt werden kann. Ein weiteres Thema ist das Thema des Onboardings des Kunden. Wie schaffen wir das, dass ein Kunde einmal sich als Unternehmen, aber dann auch seine Mitarbeiter mit onboarden kann? Das heißt, das ist der dritte Case, Automated Account Registration. Der vierte Punkt ist das Thema der Company Accounts als solches. Das Spannende für Filialisten beispielsweise ist es ja so, dass ich auf der einen Seite einen Anwender habe, auf der anderen Seite beispielsweise ein Controlling. Und hier gibt es ein spannendes Rollenrechteprinzip, womit ich auch eine Art Motivation für den Kunden aufbauen kann, tatsächlich in mein System hineinzugehen. Und als fünftes, das ist eher in Richtung Wachstum, absatzbezogen. Da geht es darum, wie kann ich Produktempfehlungen eigentlich aufbauen, strukturiert und das vielleicht sogar mit Hilfe von AI. Das ist immer in Demos schwieriger zu zeigen, weil wir wenig Live-Daten haben, sondern da geht es eher um, wir werden heute eher den Schwerpunkt von regelbasierten Dingen haben. Aber im Live-Betrieb geht es natürlich darum, dass wir nach und nach immer weiter in eine Art künstliche Intelligenznutzung gehen, dass wir hier auch beispielsweise Bewegungen innerhalb des Jahres besser berücksichtigen können oder beispielsweise auch schneller reagieren können, wenn bei Kunden ganz besondere Muster sich ausprägen, die wir vorher als solches nicht gedacht hätten. Wir würden jetzt gleich einmal auf den Bildschirm von Torben schauen, um hier den strukturiert einmal durchzuführen, was denn das in der Realität bedeutet. So, und dafür wechsle ich jetzt einmal auf den Bildschirm von Torben. Ja, ein herzliches Willkommen auch nochmal von meiner Seite. Wir zeigen hier Adobe Commerce. Adobe Commerce ist ein klassisches Multisite-System, bei dem wir die Möglichkeit haben, verschiedene Business-Szenarien über ein und dieselbe Plattform zu spielen. In diesem Falle sehen wir unser Demosystem, welches sowohl B2B als auch B2C-Szenarien zeigt. Das heißt, wir haben hier für den europäischen Markt 2 Seiten für Englisch und Deutsch und für den Schweizer Markt nochmal eine separate deutsche Variante, sowie dann eben auch den heute fokussierten B2B-Teil. In unserem Demosystem haben wir ein klassisches Sortiment, welches auf den Demodaten von Adobe Commerce basiert, bei dem es sich im Wesentlichen um Sportartikel handelt. Für unseren B2B-Kontext aber haben wir eine ganz eigene Website, die diese Funktionalitäten zeigt und anbietet. Und so kommen wir tatsächlich dorthin, dass wir eine ganz eigene B2B-Plattform an dieser Stelle mit einem eigenen Login haben. Der Adobe Commerce Backend-Teil ist der Teil für unser erstes Feature, der natürlich auch relevant ist, nämlich das Thema Preisbestimmung. Klassischerweise sehen die Kunden auf den einzelnen Artikel erstmal den Standardpreis. Also wenn ich mir ein Produkt rausnehme für eines der Kunden, den wir uns hier vorbereitet haben, dann wird es so aussehen, dass es eben zum Beispiel hier ein 34-Euro-Produkt ist. Das ist dieser Listenpreis am Ende. In Adobe Commerce habe ich die Möglichkeit, auf verschiedene Art und Weisen benutzerspezifische Preise oder auch gruppenspezifische Preise zu erzeugen. Wir gehen einmal in den Katalog rein und machen uns einen Überblick. Wir waren hier in der Männerkategorie und beziehungsweise in der Zubehörkategorie und wir waren hier bei den Taschen und wir haben die Möglichkeit, über ein Berechtigungskonzept den Zugriff auf diese Kategorien zu steuern, sowie auch über die Produkte selbst die Preise zu steuern. Das heißt, in unserem ersten Falle dieses Duffelbag, das Duffelbag ist das Duffelbag, was wir hier vorne sehen, in unserem B2B-Store. Und wenn ich jetzt den Kontext des Nutzers mir greife, den wir sozusagen gerade als Beispielnutzer verwenden, dann kann ich für diesen eben auch entsprechend andere Preise definieren. Das Ganze läuft über ein sogenanntes Advanced Pricing, bei dem ich in der Lage bin, für jeden Marktkontext
also zum Beispiel eben die benannten B2C-Stores oder aber eben im Rahmen unseres B2B-Stores, für die verschiedenen Kundengruppen, die bis hin zu einer Einzelunternehmung natürlich sein können, also der Meier KG hier in meinem Beispiel, ähm, mir die Möglichkeit bietet, für alle oder eben auch einzelne Mengen Schritte Preise zu fixieren. Das heißt, in meinem speziellen Fall, setze ich eben für diesen B2B-Store für, den in diesem Falle A-Kunden einen Preis ab der Menge 0, das muss ich nicht weiter definieren, und einen entsprechenden fixen Preis von, was hatten wir vorher, 32 €, 34 € und jetzt dann eben 30 € fest. Ich kann das in beliebigen Dimensionen wiederholen. Das heißt, ich kann das für diverse andere Preisschritte, also hier Menge quasi ab Menge 0 oder ab Menge 1, und dann eben ab Menge 5 könnte ich weitere günstigere Preise anbieten an dieser Stelle. Aber wie gesagt, auch für andere Marktteilnehmer. Angenommen, wir hätten noch einen Schweizer B2B-Store, in dem es für unsere A, B oder C-Kunden noch weitere Preise gibt. Diese kann ich hier in diesem Dialog relativ komfortabel definieren. Kurze Frage. Realität, wie bitte? Das ist doch so, das, was wir jetzt zeigen, ist auch immer alles auch Schnittstellen übersetzungsfähig, oder? Also wir zeigen jetzt einmal das, Korrekt. was wir Also sonst auch aus dem ERP theoretisch 1:1 nehmen könnten. korrekt. Die Realität, darauf wollte ich auch gerade eingehen, die Realität tatsächlich ist, dass diese Daten in der Regel nicht manuell gepflegt werden. Es ist schön zu sehen, dass man das hier im Backend nachvollziehen kann und es demonstriert für das, was wir hier für unsere Demo brauchen, ganz gut den Zweck und die Dimensionen, an denen wir drehen können. Realität ist, dass diese Preise in der Regel aus ERP-Systemen kommen, direkt über einen Import beziehungsweise über die entsprechenden REST APIs, um Adobe Commerce an dieser Stelle mit den richtigen Preisen für die richtigen Kunden und die richtigen Mengen im richtigen Marktsegment zu versorgen. Danke. Gut, ich demonstriere das an dieser Stelle einfach mal. Ich nehme die Schweizer raus und dann haben wir für die zwei eine Staffel entsprechend definiert. Und dann speichern wir uns dieses Produkt und dann nehmen wir uns einmal den entsprechenden vor. Und jetzt sehen wir, dass das Duffelbag, an der Stelle einmal schauen. Entsprechend hier unten in der Sortierung, ich hatte offensichtlich nach den Preisen mitsortiert, eine entsprechende Vergünstigung für diesen Artikel vorhanden ist, entsprechend 30 € beziehungsweise für diesen Kunden, der gerade aktuell eingeloggt ist, sogar theoretisch ab 29 €, wenn eben eine entsprechende Mengenstaffel erreicht ist. Die Darstellung, die wir an dieser Stelle haben, ist vollkommen frei. Diese Darstellung, die wir hier haben, ist mehr eine, wie wir sie aus dem B2C-Bereich kennen. Klassischerweise würden wir im B2B-Kontext nur den aktuell gültigen Preis für diese Dimensionskreuzung wählen und darstellen und dann eben auf der Produktdetailseite erst die weiteren Mengenstaffeln und den Normalpreis als solches gar nicht ausweisen. Aber es gibt auch Kunden, die wünschen, dass der Normalpreis noch mit ausgewiesen wird, um eben den deutlichen Vorteil auf dieser B2B-Plattform nochmal zu kommunizieren. Damit die Erstellung eines solchen Katalogs mit diesen Preisen, insbesondere auch eines eingeschränkten Katalogs, ich erwähnte es eingangs ganz kurz über diese eingeschränkten Berechtigungen. Wir sehen es vielleicht nochmal hier anhand des B2C-Szenarios. Wir haben deutlich mehr Kategorien. Für ein einzelnes B2B-Unternehmen oder kaufendes B2B-Unternehmen mag es interessant sein, eben auch nur ein Teilsortiment zu sehen oder es darf vielleicht sogar nur ein Teilsortiment gesehen werden. Hierfür gibt es die Möglichkeit, eben diese entsprechende Berechtigung in Verbindung mit den Preisen auch auf eine etwas komfortablere Art und Weise zu definieren, welches der sogenannte Shared Catalog ist.
Der Shared Catalog ist ein Katalog, ein kundenspezifischer Katalog, der angelegt wird, bei dem ich in der Lage bin, die Struktur der Produkte aus dem Gesamtsortiment des Baumes, sprich des Kategoriebaumes, einzeln auszuwählen, anzuhaken und die entsprechenden Produkte, die ich haben möchte, zu aktivieren oder zu deaktivieren, um eben auf relativ komfortable Art und Weise einen reduzierten Produktkatalog anbieten zu können. So ist das Gesamtsortiment eines Unternehmens vielleicht in verschiedene Sparten aufgeteilt, die sich in diesem Kategoriebaum wiederfinden würden, bei denen nur einzelne Sparten für einen B2B-Kunden relevant sind. Und so kann ich das entsprechend eingrenzen mit den Berechtigungen und für den Kunden tatsächlich nur relevante Produkte mit dem für ihn entscheidenden Preisen anzeigen. So bin ich auch hier in der Lage zu sagen, auf eine etwas mehr tabellarische Art und Weise, in dem Kontext, in dem ich mich momentan befinde, in diesem Shared Catalog, der für eine bestimmte Anzahl von Kunden gültig ist und richtig ist, für den pflege ich dann die einzelnen Preise hier in dieser etwas mehr Gesamtübersicht. Das heißt, ne, zusammengefasst, wir können sowohl das Produkt als solches sichtbar machen, als auch in gesamten Kategorien arbeiten und regelbasiert jetzt dann darauf die Preise anzupassen. Und der klassische Fall von solchen Dingen ist beispielsweise, wenn ich einen Reseller habe, der auch Dinge wiederverkauft, vielleicht soll der auch andere Produkte sehen, weil er beispielsweise auch ein Marketingpaket mitbestellen kann. Beispielsweise, egal ob es jetzt ein Datenpaket ist oder ob es tatsächlich etwas ist, was noch eine echte Logistik als solches braucht. Könnte man auch so denken, dass man sagt, okay, ich habe zum Beispiel die gleiche Branche, aber ich habe unterschiedliche Produktarten, die hier sichtbar sein sollten. Aber genau eben auch, wenn ich mit einer Seite mehrere Domains betreibe oder mehrere Lösungen, beispielsweise ich habe einfach ganz unterschiedliche Sortimente, dann kann ich das Gesamte hier auch mit aufsplitten. Und das ist wirklich in der tagtäglichen Nutzung unglaublich komfortabel, weil es darauf abzielt, dass ich eigentlich eine Schnittstelle habe von meiner ERP und damit multiple Webseiten quasi versorgen kann. Richtig. Wenn wir uns dieses System angucken, dann ist es ein Pricing, was quasi direkt aus Adobe Commerce gespeist wird, wo wir keine weiteren Drittsysteme benötigen, also während der Laufzeit, während der Nutzersitzung keine weiteren Drittsysteme benötigen. In der Regel, wie gesagt, gespeist vorher durch einen Synchronisationsprozess oder einen API-Prozess, der die Daten hier in Adobe Commerce reinzieht. Wir haben aber auch die Möglichkeit, noch einen Schritt weiter zu gehen. Sollte die Preisfindung in Drittsystemen einer derart großen Komplexität unterliegen, dass es keinen Sinn macht, diese Preisfindung mit in Adobe Commerce zu überführen, dann können wir unsererseits während des gesamten Prozesses natürlich auch live auf das ERP-System oder auf eine Pricing Engine entsprechend zurückgreifen. Gut. Das zweite Feature, was wir an dieser Stelle zeigen wollten. Ich gehe noch mal ganz kurz in die Erinnerung sozusagen hinein, was hier eine der Basisdinge ist. Also wir kommen jetzt vom Customer Specific Pricing und Specific Catalog und wollen jetzt quasi in den zweiten Schritt gehen. Gut. Das zweite Thema ist das Thema Request for Quote. In der Regel ist es oder in vielen Unternehmen ist es üblich, dass eine Angebotsanfrage gerade für größere Mengen, für spezifischere Produktwünsche üblich ist. Und wie Philipp eingangs gesagt hat, ist die Strukturierung dieser Angebote oder dieser Angebotsanfragen ein wesentlicher Benefit für die Unternehmen. Nehme ich also nun meine Produkte hier raus und wieder die Beispielprodukte, die wir hier haben. So nehme ich in meinem Beispiel jetzt dieses Messenger-Bag, was mir zur Verfügung steht. Und jetzt befinden wir uns sozusagen in einem fiktiven B2B-Kontext. Und ich möchte von diesem Messenger-Bag eben nicht nur ein Stück haben, sondern ich möchte vielleicht 1000 oder 100 Stück haben.
Und ich möchte, dass dafür mir doch bei der beträchtlichen Summe vielleicht ein Discount eingeräumt wird oder dass man mir in einem B2B-Kontext vielleicht weiteres Zubehör empfiehlt, vielleicht mir eine Frage beantwortet zu den Individualisierungsmöglichkeiten dieses Produkts. Und dafür gibt es einen Prozess in Adobe Commerce, der nennt sich Request for Quote. Das ist das, was wir unten rechts sehen, bei dem ich in der Lage bin, entweder von der Produktdetailseite aus, wenn wir das hinzu programmieren, oder eben an dieser Stelle im Warenkorb eine sogenannte Angebotsanfrage zu starten. In meinem Falle könnte das sein, dass ich einfach nur einen entsprechenden Kommentar hinzufüge mit der Bitte um besseren Preis. Und dann gebe ich dem Ganzen noch einen Namen. Naja, nehmen wir mal das Datum von heute. Dann wäre ich noch in der Lage, eine entsprechende Datei hinzuzufügen. Vielleicht habe ich ein Konkurrenzangebot, wo ich das Ganze schon mal günstiger gesehen habe. Vielleicht habe ich eine technische Spezifikation, die ich noch mit hinzufügen möchte. Oder ein vergangenes Angebot, auf welches ich mich beziehen möchte. All das wäre möglich, hier noch mit anzuhängen. Auch weitere Felder natürlich können wir hier mit hinzuprogrammieren. Aber jetzt erstmal für diese Demo ganz simpel gehalten. Ein besserer Preis soll gefordert werden. Und ich wünsche mir an dieser Stelle, das einmal zu bezeichnen. Ich sende diesen entsprechenden Teil ab. Und ich sehe jetzt, dass ich hier oben, dort unten ist noch eine weitere von gestern, ich sehe hier oben, dass ich eine weitere oder Quote angelegt habe. Und diese geht jetzt erstmal an den Betreiber dieses B2B-Shops, sprich aus Rolle des Betreibers an uns, der sozusagen in dieses Backend schauen kann. In dem Moment, wo ich das gemacht habe. Zwischen den Rollen. Ne? Wir sind jetzt quasi der Einkäufer, der Besteller und das ist sein Kundenkonto, wenn man so möchte. Das ist das, was out of the box kommt. Das ist das, was in dem Sinne unkonfiguriert so erstmal erscheint. Deshalb, egal ob man jetzt hier ein Datum sieht, ob man jetzt hier irgendwelche Übersetzungen sieht, das ist einfach mal die Basisstruktur, wie das Ganze angelegt wird. Korrekt. Und wenn ich mich jetzt wieder in die Rolle des Administrators oder in diesem speziellen Falle des Vertriebsverantwortlichen für diesen Kunden versetze, dann bin ich jetzt in der Lage zu sagen, dass ich mir diese Quotes, die da sozusagen gefordert werden, ansehen kann. Das heißt, ich sehe jetzt, dass von der Schulze GmbH der Mike Muster eine Quote angefragt hat. Und ich bin in der Lage, mir die anzusehen und mir anzugucken, was er denn eigentlich hier gerne wollen würde. Und ich sehe in den Kommentaren hier unten, dass es eben um einen besseren Preis geht. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mit dem Kunden auf diese strukturierte Art und Weise in den Kontakt zu treten, ihm aber auch parallel dazu das Angebot zu aktualisieren. Also ich bin in der Lage zu sagen, einmal dank Ihrer Loyalität geht das in Ordnung. Und ich bin in der Lage zu sagen, ich möchte einen entsprechenden Discount-Amount vergeben. Das heißt, beispielsweise kriegt er 300 € Rabatt auf diese Quote. Wenn ich das jetzt schon so gut finde, dann kann ich das entsprechend absenden. Und der Kunde bekommt zu diesem Zeitpunkt eine E-Mail, bei dem ihm erklärt wurde, dass eben diese Angebotsanfrage beantwortet wird und dass eben er jetzt in seinen Quotes einen weiteren Update-Schritt findet. Wir gehen also wieder in unsere Quotes rein und sehen, dass wir hier ein neues Quote Total vorfinden und wir zeigen uns das mal im Detail an und auch die entsprechenden Kommentare dazu, bei dem eben steht, dass dank der Loyalität das in Ordnung geht. Das heißt, der Herr Armin Admin, unser Verkaufsverantwortlicher, hat entsprechend das genehmigt. Ich bin nun in der Lage, dieses Angebot sozusagen auszuchecken und zu kaufen und habe quasi keinerlei Bruch an der Stelle
zwischen dem Angebotsprozess, der oft sonst per E-Mail oder mit Dokumenten, im schlimmsten Falle noch mit einem Fax, vollzogen wird. Alles bleibt digitalisiert, alles ist im gleichen Prozess, im gleichen Tool drin. Und ich kann jetzt dieses Angebot so mit zum Warenkorb nehmen und auschecken. Wie gesagt, auf dem ganzen Prozess, auf den ganzen Prozessschritten, uns das Ganze auch nochmal im Backend angucken, sind diverse Dinge möglich, die wir auch hier für Sie einbauen können. Mengen, Veränderungen, Preise, die sozusagen auf Mengen bezogen werden, entsprechende Kommentare, Vorlagen auch dafür, Discount-Amounts im Sinne von prozentuellen Discounts, ein Endpreis, der entsprechend erfolgt wird. Wir können auch unsererseits wieder Attachments hinzufügen, um beispielsweise technische Dokumentation, um die gebeten wurde, zu ergänzen. Und so sind wir in der Lage, an diesem einen Ort im Sinne eines Customer Self-Service Portals den Kunden in seiner Angebotsanfrage zu unterstützen. Was dabei auch spannend sein könnte, dass beispielsweise, wenn man jetzt ein System hat, wo ich mehrere Filialen habe, könnte ich beispielsweise auch die verschiedenen Filialen auffordern, dass beispielsweise braucht ihr neues POS-Material. Alle geben jetzt hier ihre quasi Bedarfe ein, ohne dass ein fertiges Element da ist. Und jetzt steht ja am Ende auch einem Unternehmen in einer strukturierten Art und Weise, also auch dem Verkäufer, alle diese Informationen an einer Stelle zur Verfügung. Und wir sind eigentlich kurz davor, das dann auch umzuwandeln. Aber unter der Betrachtung, dass halt alles in eine Struktur überführt wird. Und wir haben das jetzt auf der einen Seite hier gerade einmal mit einem absoluten Discount gemacht, aber das geht ganz genauso, das hatte man eben auch gesehen, könnte man das jetzt beispielsweise auch auf einen relativen Preis machen. Und was mir noch wichtig ist, an dieser Stelle hinzuzufügen, ist das Thema der Unendlichkeit dieser Schritte. Das ist nicht jetzt fertig und es gibt nicht eine Anfrage oder nachher sein Angebot, sondern theoretisch könnte man das jetzt wiederholen, wenn man sagt, ja, irgendwie passt das noch nicht. Also ich kann jetzt auch in der Diskussion weiterführen und habe jetzt also eine Mischung aus einem Art Ticketsystem, gleichzeitig mein Angebotssystem und das Ganze eben wie ein Leit-CRM, nur dass alles an einer Stelle sowohl für den Kunden als auch für den Verkäufer an der Stelle bleibt. Sehr schön. Okay, so viel zu dem Request for Quote-Teil. Als nächstes wollen wir zu dem Thema Account im Allgemeinen, Automated Account Registration, aber eben auch Company Accounts im Sinne von Struktur und Berechtigung und Rollen gehen. In Adobe Commerce gibt es sogenannte Company Accounts. Das heißt, die Unternehmen an dieser Stelle werden als Unternehmen registriert. Und in unserem Falle war das die Schulze GmbH. Und wir haben unterhalb dieser Schulze GmbH eine beliebige Anzahl von Logins, die im Namen dieses Unternehmens kaufen können. Wir haben aber eben auch Company-Administratoren. Das heißt, es gibt für diese Schulze GmbH einen definierten Company Administrator. In diesem Falle ist das Frau Paula Paulchen mit dieser temporären E-Mail-Adresse hier, die in der Lage ist, die Nutzer, die sozusagen für das Unternehmen bestellen können sollen, selbstständig zu verwalten. Und dazu gehe ich mal in einen zweiten Browser, um die Sessions voneinander trennen zu können. Und melde mich auch hier an. In diesem Fall eben mit dem Administrationsaccount und sehe dann gleich, was mir das an Möglichkeiten eröffnet. So, einmal in das Konto rein. Und zwar habe ich im Rahmen des Company-Bereichs hier auf der linken Seite die Möglichkeit, als Administrator natürlich diverse Informationen zu meinem Unternehmen abzurufen, aber eben auch Nutzer meines Unternehmens selbstständig hinzuzufügen. Das heißt, wir haben jetzt hier den Mike Muster, den hatten wir schon hinzugefügt. Ich kann jetzt aber genauso gut sagen, ich möchte einen weiteren Einkäufer mit der Benutzerrolle Einkäufer
vom Namen und dann mache ich eine temporäre E-Mail-Adresse wieder. Telefonnummer ist eigentlich optional hinzufügen und kann bereits auf dem Wege sehr schnell eine weitere Person hinzufügen, die jetzt für das Unternehmen einkaufen kann. Das ist dieses Thema Company Self-Registration. Es muss nicht mehr irgendein Registrierungsprozess durchlaufen werden am Unternehmen selbst, sondern in der Regel sind die entsprechenden Debitoren an der Company aufgehangen im Unternehmen, im ERP, und die Besteller, die sozusagen dazu notwendig sind, können dann hier über die Plattform von den Unternehmen selbst registriert, selbst deaktiviert, selbst gelöscht werden. Oftmals ist auch an dieser Stelle eine ERP-Integration vorhanden, sodass entsprechende Mitarbeiter aus solchen Vorsystemen übernommen werden können. Aber hier wieder zur Darstellung. Wenn ich ganz kurz etwas ergänzen darf, Bitte. Tom? Häufig ist es ja für uns wichtig, wenn wir als B2B-Unternehmen durchdringen wollen, dass wir mehrere Ebenen erreichen. Und dabei geht es ja eigentlich genau darum, diese Hürden auch zu reduzieren. Und für uns ist es natürlich viel besser, eine Chance zu haben, auch die verschiedenen Leute in unserem System zu haben. Und nicht die eine universelle Einkauf-E-Mail-Adresse, die im Zweifelsfall dort mit Passwort 123 gesichert ist, zu haben, sondern dass wir jetzt hier sagen, auch für uns, auch mal aus einer Marketingperspektive gedacht, wissen wir, wo der Anwender ist, wir wissen, wo der Einkäufer ist, und das in einer strukturierten Art und Weise. Sehr häufig wird wahrscheinlich der Anwender nicht im klassischen ERP mitgeführt werden, wenn er am Ende gar nicht derjenige ist, der da quasi der Auftraggeber ist, der Zeichner ist. Und genau darum geht es ja jetzt auch noch im weiteren Schritt, was wir aus diesen Rollen auch machen können. Und im Übrigen, es erspart auch Kosten, dass es der Kunde machen kann, weil ich dafür keine Innendienstkapazität brauche. Korrekt. Ja, wenn wir jetzt mal 1, 2 Besteller voraussetzen, dann glaube ich, brauchen wir nur eine begrenzte Struktur. In größeren Unternehmen und auf Einkaufsseite kann es aber wichtig sein, eben auch entsprechende Teams zu definieren. Und das habe ich hier an dieser Stelle quasi als Spalte schon gesehen. Und wir haben hier über den sogenannten Company Structure Teil die Möglichkeit, die von mir als Paula Paulchen angelegten Kollegen einer entsprechenden Struktur hinzuzufügen. So hatte ich den Herrn Mike Muster schon entsprechend in die Kategorie Nord gesetzt, also Einkauf Nord. Und vielleicht packe ich jetzt Herrn Tim entsprechend in die Kategorie Süd. Vielleicht gibt es aber noch auch ein weiteres Team, was an dieser Stelle gebraucht wird. Vielleicht ist Nord und Süd gar nicht das Entscheidende, sondern vielleicht habe ich noch eine Spezialkategorie von Produkten, die notwendig ist, oder einen entsprechenden Markt in der Schweiz, der noch einen eigenen Einkäufer hat. All diese Szenarien sind denkbar. Ich will jetzt hier einfach mal ein Zubehör oder wir nehmen doch die Schweiz und packe da entsprechend dann meine Kollegen aus der Schweiz mit hinzu. Diese Struktur kann ich beliebig ineinander verschachteln, und diese Struktur hat nachher, insbesondere in ihrer Hierarchie von unten nach oben, auch eine Auswirkung auf die tatsächliche Genehmigungsstruktur von einzelnen Prozessen. Dazu kommen wir aber noch. Entschuldigung. Jede dieser Personen, wir haben das in den Nutzern gesehen, funktioniert oder hat eine Rolle inne. Ich habe einfach dort mal schon den Einkäufer ausgewählt, um jetzt auf diesen Punkt näher eingehen zu können. Ich kann in den sogenannten Roles und Permissions entsprechende Rollen definieren über die Berechtigungen, die ein Kunde oder ein Mitarbeiter des Kunden auf unserer Plattform haben soll. Und auch das, wie wir hier sehen, ist ein Self-Service-Teil. Das heißt, der Company-Administrator,
dieses Unternehmens ist in der Lage, seine Nutzer mit entsprechenden Rollen und Rechten auf unserer Plattform zu versorgen, ausgehend von den Berechtigungen, die wir als Gesamtheit zur Verfügung stellen oder eingeschränkt zur Verfügung stellen. So kann ich eben sagen, dass beispielsweise ein Kunde einen Checkout vornehmen darf oder eben auch nicht. So kann ich sagen, dass er Bestellungen, vergangene Bestellungen sehen darf oder auch nicht. Vielleicht auch die Bestellungen von Personen, die dieser Person untergeordnet sind. Wir können auch auf Genehmigungsprozesse eingehen. Das heißt, wenn eben eine entsprechende Purchase Order vorgenommen worden ist, dann bin ich in der Lage zu sagen, ja, für alle Purchase Orders dieses Unternehmens oder nur für die der mir Untergeordneten darf ich diese Purchase Orders sehen. Ich darf sie vielleicht sogar auch approven, also entsprechend die ja, die Regeln dafür einhalten und eben entsprechende Bestellungen genehmigen. Darf ich da kurz den Business Case ergänzen? Der Business Mhm. Case ist, in einer Filiale beispielsweise geht etwas kaputt oder in irgendeiner Subdivision. Jetzt bin ich als Unternehmen so, dass ich sage, na gut, ich habe ja irgendwelche Vereinbarungen. Vielleicht weiß ich auch, ich habe irgendwelche Staffelmengen. Vielleicht zögere ich es hinaus oder vielleicht brauche ich es genau, aber auch in dem Quartal, dass ich diese Order platziere. Und dann bin ich jetzt hier quasi als Master-User dazu in der Lage, jemand hat mir gesagt, meine Maschine ist kaputt gegangen. Das kommt jetzt hier in die Sichtbarkeit und jetzt kann ich quasi sagen, ja, ich führe diese Order aus, ich fakturiere das quasi durch. Also ich bin auf der Seite des Kunden. Diese Entscheidung obliegt, also wir bauen eine Struktur, die häufig die Unternehmen selber nicht schaffen. Und diese Macht dieser Funktionalität, das mag man sich, wenn man solche Plattformen nicht aktiv einsetzt, mag man sich das noch nicht bewusst machen und es sieht vielleicht auch nach sehr viel Konfiguration aus. Aber genau der Witz ist, dass dieses Enablement des Kunden dazu führt, dass das eigene Unternehmen entlastet wird. Und das kann, glaube ich, aber trotzdem eine sehr große Win-Win-Situation sein, weil der Kunde hat es sehr, sehr schwer, all seine Besonderheiten jedem einzelnen Lieferanten darzustellen. Aber genau deshalb kann man diese Flexibilität auch tatsächlich als USP, als Enablement und als Differenziator zu anderen Marktteilnehmern aktiv einsetzen. Genau, und was die Komplexität angeht, wir können diese Komplexität einschränken. Diese Rechte, die wir hier sehen, sind jetzt alle Rechte, die uns zur Verfügung stehen. Wenn es in Ihrem Unternehmen nur eine bestimmte Anzahl von Rechten geben soll, dann ist es uns durchaus möglich zu sagen, okay, wir differenzieren nur zwischen diesen 3, 4 Rechten und diese können dann eben nur den entsprechenden Rollen zugutekommen. Gleichermaßen können wir auch neue Rechte an dieser Stelle ergänzen, die dann eben für Individualentwicklung, die für Ihren Use Case interessant sein können, wie der Download von bestimmten Dokumenten oder das Anzeigen von Bestellhistorien und Ähnlichem möglich sind. Entschuldigung. Genau. Wollen wir auch noch einmal auf die Approval Rules schauen, um überhaupt einfach einmal eine Idee davon zu haben, was quasi das Approval als solches ermöglicht? Das machen wir gerne. Im Rahmen dieser Order Approvals, die wir also hier sehen, ist entscheidend, dass ich das Recht habe, Orders entsprechend zu approven für einen mir Untergeordneten oder einfach als Prozessbeteiligter. Und dafür können Regeln definiert werden. Ich gehe mal hier in diese Approval Rules. Wir haben aktuell noch keine definiert. Und da gibt es relativ einfache Regeln erstmal, die wir im Standard, die wir auch wiederum um spezifische Regeln, die für Ihr Unternehmen interessant sind, erweitern können. Aber ich sage mal an dieser Stelle, Bestellungen ab 500 € sind sozusagen genehmigungspflichtig. Und ich möchte, dass, wenn eben bestimmte Rollen, in diesem Falle mein Einkäufer, das tut, dass sich ein entsprechender Regelsatz angewandt wird. Und in diesem Falle ist es dann eben die Bestellsumme. Das heißt, ich sage, wenn die Bestellsumme entsprechend mehr als 500 € ist, dann benötigt dies ein Approval von einer entsprechend anderen Rolle.
oder entsprechend dem Purchasers Manager, was der in der Hierarchie darüberliegende Person, die in der Hierarchie darüberliegende Person im Sinne der Company-Struktur, die wir gesehen haben, ist. Es kann auch der Company-Administrator sein, wenn es eben kleinere Strukturen sind, oder es eine entsprechend hohe Bestätigung, eine entsprechend hohes Approval benötigt. Kannst du noch einmal bitte auf die Rule Types gehen, dass wir da einmal noch durch die 3 unterschiedlichen Dingen einfach einmal reingehen, um das aber bewusst zu machen, was jetzt die Basisideen in der Unterschied sind. Genau. Ja, also ich glaube, man liest es hier relativ schnell. Bestellsumme ist so der Klassiker, dass einfach zu einer bestimmten Bestellsumme bestellt werden darf, beziehungsweise ein Auto-Approval erfolgt, einfach die Bestellung durchgeht und dann ab einer bestimmten Bestellsumme entsprechend eine Genehmigung erforderlich ist. Das Gleiche lässt sich auch auf Anzahlen festlegen. Das heißt, wenn eben bestimmte Mengen im Sinne von Produktanzahl überschritten sind, oder wenn entsprechende Versandkosten überschritten werden, weil beispielsweise ein Schwergutartikel bestellt werden soll und das immer, wenn das passieren soll, ein Approval notwendig ist. Aber wir können, wie gesagt, auch andere Regeln an dieser Stelle mit hinzu programmieren, die etwaig nötig sind. Ja, und also beispielsweise bei Shipping Costs könnte ich mir auch das Thema Mindermengenzuschlag vorstellen. Ne? Jemand bestellt jetzt und sagt, ja, aber ich habe jetzt eine kaputte Sache und hier sagt die Zentrale, das lohnt sich jetzt einfach wirklich nicht. Da übersteigen ja die Shipping Costs bei weitem den Wert des Gutes und das wollen wir nicht. Wir verstehen, dass da ein Demand ist, aber da gehen wir am Ende nicht mit rein. Sehr gut. So, dann glaube ich, können wir einmal zum nächsten Element und damit auch zum letzten Element dieser Session kommen, zu dem Thema der Product Recommendations, also zu den Themen der Produktempfehlungen, wie wir im Kontext eines Produktes oder im Kontext eines Warenkorbes bessere Empfehlungen pro Kunde machen können. Denn was wir ja wissen ist, B2B im Gegensatz zu B2C ist in den meisten Fällen ja eine sehr stetige Beziehung. Wir haben da eine sehr hohe Loyalität und es ist auch so, dass ich immer mehr über den Kunden eigentlich erfahre. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir im B2B, das leben wir zumindest in vielen Branchen so, dass wir da ja sehr viel Expertentum in dem Sinne haben und es häufig nicht ausreicht, ein einzelnes Produkt zu haben. Ich habe beispielsweise eine Maschine, die Schmiermittel braucht. Ich habe eine Maschine, die Wartungselemente braucht. Ich habe eine Maschine, die vielleicht auch am Ende ein Schulungselement als solches mit benötigt. Und das Ziel, was wir hier im Thema der Product Recommendations haben, ist einmal eben zu erklären, wie man diese Dinge hier für sich vernünftig einsetzen kann. So, und dann schalte ich einmal wieder zu Torms Screen herüber. Sehr gut. Ja, das Thema Product Recommendations ist bei Adobe Commerce im Marketingbereich verankert. Wie Philipp schon eingangs sagte, sind wir in der Lage, auf verschiedenen Seiten Produktempfehlungen auszuspielen. Und das ist, um es vielleicht nochmal visuell zu sehen, das ist das, was wir klassischerweise von allen Shops entsprechend kennen, dass man unten verwandte Artikel oder auch eben besonders identifizierte Artikel sieht, die da von Interesse sein können. Und es gibt verschiedene Techniken, wie wir das machen können. In der Regel wurde das in der Vergangenheit regelbasiert aus ERP-Systemen oder vielleicht händisch gepflegt von einzelnen Mitarbeitern, einzelnen Fachabteilungen vollzogen. Wir wollen uns jetzt hier im Speziellen aber auch nochmal mit den Product Recommendations beschäftigen, die sozusagen eine Automatisierung und damit einen deutlichen Effizienzgewinn ermöglichen. Ich gehe mal in diese Product Recommendations rein und schnappe mir den entsprechenden Store, der dafür verantwortlich ist und sage mal, dass ich so eine Product Recommendation erzeugen möchte. Und neben dem Recommendation Name, den wir jetzt einfach mal Test nennen, habe ich eben unterschiedliche Möglichkeiten, wo ich eine Product Recommendation ausspielen könnte. Philipp sagte es eingangs schon, zum Beispiel sowas wie Kategorie oder Produktdetailseite, aber eben auch die Homepage, der Card
und die Bestellbestätigungsseite oder im sogenannten Page Builder, was quasi das CMS ist, mit dem x-beliebige Landingpages erzeugt werden können. Darf Warum ich da ist kurz das wichtig? einen ganz kurzen Ausflug Mhm. machen? Ich glaube, dass was wichtig ist, in dem Kontext zu verstehen, dass es einfach wirklich multiple unterschiedliche Seiten gibt und dass heutzutage man es sich so eher vorstellen kann, dass viele dieser Elemente, die wir verwenden, immer wieder verwendbar sind. Und das, was wir jetzt zeigen, ist es, dass es manchmal eben eher so Checkout betrifft, wo ich rausgehe oder Startseiten oder beispielsweise auch freie Content-Seiten, wobei die Product Recommendations als solches im klassischen Sinne jetzt kontextuell hier gemeint sind. Genau. Warum ist das darüber hinaus wichtig, dass wir das hier im Vorfeld auswählen? Wir haben auf all diesen Seiten einen unterschiedlichen Kontext, den wir vorfinden. Und wir haben unterschiedliche Informationen, die wir zu diesem Zeitpunkt vom Benutzer haben. Das Wichtige an dieser Automatisierung und auch an der AI-basierten Unterstützung, die wir dafür erfahren können, ist nämlich, dass nicht mehr nur noch starre Regeln existieren. Wenn Produkt A angezeigt wird, dann empfehle Produkt B und C, sondern es können viel komplexere Szenarien mit berücksichtigt werden. Welche Produkte habe ich mir in der Vergangenheit angeguckt? Welche davon habe ich in den Warenkorb gelegt? Welche habe ich davon in die Merkliste gepackt? Welche habe ich denn überhaupt gekauft? Welche habe ich in welchem Zeitraum gekauft, in welcher Menge gekauft? All diese ja, Produktvorschläge, die ich darauf basierend vornehmen kann, benötigen einen entsprechenden Kontext. Und deshalb haben wir hier diese Differenzierung an dieser Stelle. Wir sehen also, ich wähle jetzt hier einfach mal ganz kurz die Homepage aus, dass wir sowas Klassisches haben wie zuletzt angesehene Produkte, aber eben auch diese Recommended for You Produkte, was eine AI-basierte Funktionalität bereits ist, die das jetzige Verhalten des Einkäufers auf der Seite und auch das vergangene Verhalten des Einkäufers auf verschiedenen Seiten zugrunde legt, um eine entsprechende Produktempfehlung auszusprechen. Das heißt, diese Dinge, die wir uns angeguckt haben und gekauft und in den Warenkorb gelegt haben und so weiter, werden getrackt und werden dann entsprechend in unserem eigenen Datenbestand ausgewertet und es werden Verhaltensmuster erkannt, die wiederum für die ja, korrekten, besseren Empfehlungen verantwortlich sind. Das sind diese ganzen Themen rund um das Empfehlungsthema. Dann habe ich die Möglichkeit, entsprechende weitere ja, Beliebtheitsthemen mit reinzuziehen. Ich sagte schon, meist angeguckte, meist gekaufte, meist im Cart hinzugefügte oder entsprechende Produkte, die ein gewisses Momentum erreichen oder die eben auch high performen, also die eine ganz hohe Cart Conversion haben oder eine ganz große Purchase Conversion haben an dieser Stelle. Wenn wir uns davon einen rausnehmen, dann schnappe ich mir einfach mal einen an dieser Stelle und dann bin ich eben in der Lage, ein entsprechendes Label zu vergeben. Ich bin in der Lage zu sagen, wie viele Produkte möchte ich haben und ich bin in der Lage zu sagen, wo möchte ich das entsprechend positionieren. Also Cross-Sell-Typen, Upsell-Typen und so weiter. Und ja, dann kann ich diese noch filtern, indem ich entsprechende Einschlüsse oder Ausschlüsse mache nach Kategorien, Preis, Produkte, vielleicht auch Produkte, die gerade irgendwie out of stock sind oder wenig Stock haben, in ihrer entsprechenden Darstellung ausschließe oder zurück priorisiere und auf dem Wege zu einer ja, automatisiert und KI-unterstützten, sehr zielgerichteten Empfehlung für das entsprechende Produkt komme. Die Attribute, die dabei berücksichtigt werden, sind ja zu beeinflussen. Im Standard ist dies natürlich sowas wie entsprechend Name und Farbe und sogar auch das optische Erscheinungsbild von Produkten. Wir können allerdings im B2B-Kontext auch auf spezifische Kontexte eingehen, indem wir eben
Attribute definieren, die für diese Produktempfehlung auch relevant sind. Das können dann eben bestimmte technische Spezifikationen sein, die dafür eine Korrelation und eine entsprechende Empfehlung sorgen können. Eine ganz interessante, Darf ich da eine Sache noch ergänzen? bitte. Als Beispiel ist ja, es geht ja darum, dass wir nicht an einem einzelnen Produkt gerade sind und eine Sache pflegen, sondern es geht darum, dass wir Regeln aufstellen, wie diese Verwandtschaften zu finden sind. Und hier auch nochmal das Beispiel von Maschinen und Zubehör. Wenn ich beispielsweise in einem ERP ein zugeordnetes Produkt habe, dann würde ich es ja sehr häufig so gemacht haben, dass ich dann reingehe und dann sage, ja, bitte jetzt zeige das, das und das und das an. Aber ich habe ja meistens diese Verwandtschaften dadurch. Dass ich entweder sage, das ist beispielsweise das Mutterprodukt oder das ist das anwendbare Produkt oder die haben zum Beispiel die gleiche Zielgruppe. Und der Witz an dieser Funktion ist eigentlich, dass wir die Chance haben, über zentrale Logiken die Beratung auf jeder Ebene zu verbessern. Wenn ich beispielsweise eine Art Maschine habe, die einen gewissen Durchmesser habe und ich sage, da kann ich aber nur das eine oder das andere drauf aufbauen und dafür brauche ich beispielsweise auch noch irgendeinen speziellen Verschluss, dann kann ich sagen, matche immer nur Produkte, die den richtigen Verschluss haben und die den richtigen Durchmesser haben. Und dann trifft es bei jedem Produkt zu. Auch dynamisch. Es muss nicht nachgepflegt werden. Also die Maschine ist niemals krank. Die arbeitet immer an der Stelle. Das ist der Witz, dass ich eben nicht einmalig was mache, sondern dass ich es regelbasiert dauerhaft aktuell halte. Und das ist natürlich für eine mittel- und langfristige Perspektive eine ganz erhebliche Kostenersparnis, dass ich nicht bei einem Product Launch oder einer Produktneueinführung mir Gedanken machen muss, sag mal, haben wir das eigentlich auf der Webseite? Ist das eigentlich beim Produkt richtig verortet? Nein, das funktioniert einfach durch die Regeln und durch die Attribute, die dafür berücksichtigt werden. Gut, so viel für den Beginn zu den Produktempfehlungen. Ich glaube, am interessantesten ist das, wenn man das tatsächlich an den eigenen Produktdaten wachsen sieht und eben vor allen Dingen auch sieht, wie das System über die Zeit schlauer wird. Die Trainingsdaten können, die für diese Intelligenz benötigt werden, die können auch erstmal über die Zeit im Hintergrund gesammelt werden, bevor das Ganze aktiv geschaltet wird. Aber dann, wenn der sogenannte Readiness-Indikator nach grünes Licht gibt, dann bin ich in der Lage, da wertvolle Empfehlungen auszuspielen. In dieser Session wollten wir heute einmal zeigen, was für spezifische Lösungen es geben kann, weil B2B halt viel ist, was sich im Verborgenen befindet. Grundsätzlich gibt es darüber hinaus noch eine Vielzahl von Features, die ebenso spannend sind, aber wir wollen den Bogen auch nicht überspannen an dieser Stelle und hoffen, dass diese Session, die wir heute hier gemacht haben, einen tieferen Einblick als solches ermöglicht hat und dass man besser versteht, was der Unterschied zwischen einer Software-as-a-Service-Lösung ist, wo ich halt solche Dinge in den meisten Fällen sehr viel starrer habe, als im Verhältnis jetzt bei so einer Plattform-as-a-Service-Lösung, bei der viele Funktionalitäten out of the box kommt, aber trotzdem immer noch die Individualisierung als solches möglich ist. Und das ist die große Stärke, vor allem im B2B, diese jeweiligen vorhandenen Prozesse auch ins Digitale mit zu überführen. Falls ihr euch damit beschäftigt, eine E-Commerce-Plattform eben aufzusetzen, dann freuen wir uns auch hierbei über den direkten Kontakt, persönlich, per E-Mail oder in welcher Form auch immer. Dann würde ich sagen, bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, tschüss. Tschüss.